Seit ich denken kann, geht irgendwo die Welt unter. Nur auf Slöborn passiert nie was. Na, warte. Na, Tochter, bist du krank? Du willst Ärger auf die Insel holen. Aber es gibt ein paar Bürger, die haben Sorgen. Temperatur? Viel zu hoch. Ich will, dass ihr Hermann in Ruhe lasst. Ja, ich gehe auf so eine Party. Was gibt's da zu grinsen, Missgeburt? Pissgesicht! Jungs, Alter! Fuck! Drachbeck, Schwarting hier. Wir haben ein gestrandetes Boot auf der Insel. Ja klar, Leichen an Bord, deswegen rufe ich ja an. Ich brauche eure KTU. Weststrand, 300 Meter nördlich von Une 22. Am besten ihr kommt mit der nächsten Fähre oder ihr kommt gleich mit der Küstenwache. Ich warte hier auf euch. Ey, Missgeburt! Du hast noch eine Klatsche bei mir offen. Schwärm? Oder soll ich deiner Stiefmama schon mal sagen, dass du dir da drin einscheißt? Schwärm! Ich vergesse nicht. Nach dem Schwimmen. Ey, Flossen weg. Evelyn, alles klar bei dir? Alles okay. So. Wer macht die Tauchübung vom letzten Mal vor? Körper vom Beckenrand und so weit tauchen, wie ihr könnt. Einfach. Wer mag? Okay. Hermann. Kann ich nicht bitte? Ich auch. Das schafft der Hermann. Nicht wahr? Ladies and Gentlemen, Herrn de Sperr. Mir geht's heute irgendwie nicht so gut. Also ich bin ein bisschen krank, glaube ich. Ja, okay. Soll ich zu Hause anrufen? Okay. Dann setz dich erst mal wieder. Wir beide holen die Übungen andermal nach. Romy? Lehrerkind. Umweltschützer schlagen Alarm, da in Lateinamerika und Asien inzwischen massenhaft Vögel von verängstigten Menschen umgebracht werden.
von Tauben und nicht von anderen Vogel- oder Tierarten übertragbar. Und natürlich leider inzwischen auch von Mensch zu Mensch. Frau Pons? Hallo? Merit? Frau Pons? So schlimm. Ach, da sind Sie. Sie sollten das hier nicht so offen stehen lassen. Ein Mensch mit geringer Selbstbeherrschung, der könnte da leicht in Versuchung geraten. Ich habe von Ihren Geldproblemen gelesen. So. Und von Ihrer Drogensucht. Sie wollten es einfach nicht glauben. Und jetzt bricht Ihre ganze Welt zusammen. Wir sind hier nicht von gestern, auch wenn Sie das glauben. Oder warum sonst würde Nikolai Wagner hier zu uns auf die Insel kommen, außer wenn er in der Krise steckt? Man kann Ihnen einfach nichts vormachen. Ich brauche einen Vorschuss. Warum? Wollen Sie sich Ihr gottgegebenes Talent aus dem Verstand koksen? Geben Sie mir. Nein, das ist nicht gut für Sie Sie. geben mir jetzt sofort mein Eigentum. Sie brauchen Hilfe. Aber sicher nicht von Ihnen. Sie haben einen Vertrag unterschrieben. Sie sind hier, um zu lesen. Und das werden Sie nicht Wollen versauen. Sie mal im Versauen? Da bin ich einsame Spitze. Tja, dumme Provinzfotze. Nein. Doch. Aua. Wenn Sie darauf aus sind, mit einem Literaturstar aus der Großstadt Ihrer banalen Existenz ein wenig Glanz zu verleihen, dann war es vielleicht keine gute Idee, ihn zu behandeln wie Ihren pubertären Sohn. Nehmen Sie wohl, Frau Pons. Meine Damen und Herren, Nikolai Wagner, Top of the World. Dir geht's also nicht gut, ne? Also ich habe mir das jetzt 10 Tage lang in Paris angeschaut, die ganze Klassenfahrt über. Was meinen Sie? Der Seifenbarsch, die Seezunge, der Tintenfisch. Das sind alles Tiere, die, wenn sie gebissen werden, so einen übel schmeckenden Schleim absondern. Kommt das im Test dran? Das verhindert natürlich nicht den Biss, aber es schmeckt so bitter, dass sich jeder Jäger überlegt, ob es sich lohnt, weiterhin zuzubeißen. Und nun noch je eine Unterschrift. Und der Traum wird wahr. Haben Sie noch eine Frage? Wenn Sie wüssten, wie lange das schon mein Traum ist, mein ganzes Leben. Aber ist es eigentlich auch dein Traum? Natürlich, mein Schatz. Du wolltest doch weg von der Insel, in die Berge. Ja, das stimmt. Aber man kann ja auch Urlaub machen. Wissen Sie was? Nehmen Sie sich noch ein paar Minuten.
So einen Schritt muss man in Ruhe gehen. Und? Wie läuft's? Sie überlegen noch. Du könntest Slobern sicherlich überzeugender verkaufen, wenn du dich endlich selbst mal entscheiden würdest. Hab ich doch längst. Ja? Und was sagt ein Großstadt-Cowboy dazu? Ich muss zurück. Wolltest du mir für heute absagen? Quatsch. Vater und ich, wir brauchen dich für einen offiziellen Termin. Es geht um das Tide-Kraftwerk. Eine Gruppe von Investoren besucht die Insel mit ihm. Chinesen. Und? Also in Projekten gibt es immer viel Widerstand. Und Vater denkt, es würde ganz guten Eindruck machen, wenn der Bürgermeister und die örtliche Tourismusbeauftragte voll und ganz hinter dem Projekt stehen. Tue ich das denn? Ach, komm schon. Papa hat dir freie Hand beim Kastell gegeben. Schick mir die Unterlagen. Ich schaue es mir an. Und? Ich werde da sein. Danke. Hallo, ich wollte fragen, ob ich vielleicht heute noch bei Ihnen einen Termin bekommen könnte. Es geht um einen Schwangerschaftsabbruch. Ja, das passt. Okay, bis später. Die Yacht wurde heute gegen 8 Uhr von einer Joggerin entdeckt. Vorsicht mit dem Kopf. Ich bin dann an Bord gegangen und fand die Besitzer des Bootes. John und Rachel Wilkinson, Amerikaner. Ich habe da eine Theorie, wie das alles passiert sein kann. Die unschwer zu erkennen ist Rachel vor John gestorben. Ich denke, John hat noch 1, 2 Tage gelebt, hat sie hübsch hergerichtet, wahrscheinlich um sie zu trauern, und sich dann selbst umgebracht mit der Signalpistole. Ich habe noch ein Satellitentelefon unter Deck gefunden, aber kein Handy. Stattdessen das. Meerwasser hat die Blutlache feucht gehalten. Ich habe 3 unterschiedliche Profile gezählt. Mitreisende? Nein. Diebe. Wertsachen, Geld, Handy, alles weg. Die Spuren sind von letzter Nacht. Insulana, von hier. Ja? Das ging an alle Schüler raus. Sind sofort da. So, hier. Ist deins.
Mann, Alter, ich sag doch, das Video kommt nicht von uns. Von wem dann? Keine Ahnung, Herrn vielleicht. Alter, bist du verrückt? Kannst du mal die Hand vors Maul halten? Komm mal. Ja, eins sag ich euch, damit das klar ist. Egal was passiert, ich war nicht auf dem Boot. Alter, ist doch scheißegal, ob wir auf dem Boot waren, oder? Wir haben noch nichts gemacht. Ja, ihr habt nichts zu befürchten. Ich haben die auf dem Kicker noch einen Eintrag und ich fliege hier raus. Weißt du, was dann passiert? Schlägt mich mein Vater tot. Aber vorher komme ich noch zu euch und hole mir eure Skypes. Wir sind doch Freunde, oder? Frag doch einfach mal nett, lass die Show. Ja, hast du irgendwie gekifft oder so? Wieso? Krass, rote Augen. Hey, Hier bist du. Wir sollen alle in die Aula wegen dem Video. hab mich gerade abgemeldet, fühle mich irgendwie krank. Scheiße, schon wieder. Dann komme ich nach der Schule bei dir vorbei? Mach dir Suppe oder so. Du sei mir nicht böse, aber ich glaube, es ist besser, wenn ich einfach mal richtig ausschlafe. Okay. So, habt ihr jetzt alle eure Zunge verschluckt? Na gut. Dann werde ich eurem Erinnerungsvermögen mal ein bisschen auf die Sprünge helfen. Das hier sind Turnschuhprofile vom Segelboot. Ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder diejenigen, die auf dem Boot waren, melden sich direkt bei mir, oder ihr zieht jetzt alle eure Schuhe aus und gebt sie bei mir ab. Na? Was ist euch lieber? Okay, dann. Ich war auf dem Boot. Ich auch. Sonst noch jemand? Schuhe aus. War sonst noch jemand mit auf dem Boot? Nein. Und du kannst das bestätigen. Du auch Schuhe aus. Gut, dann kommt ihr beiden mal bitte mit. Alter. Auf dieser Inzestinsel sollen wir 6 Monate bleiben? Hey, die sehen ja aus, als hätten ihre Eltern mit Schafen gebumst. Ich sterbe jetzt schon vor Langeweile. Ey, Freya! Freya. Ja, ja. Wie viele Spastis wohnen hier nochmal auf der Insel? Keiner. Bald einer. Ha! Redest du von dir oder was? Und du so? Ah, nee, sag nicht, du bist auch Däne. Du warst vorhin verdammt still, als wir alle unsere Hosen runtergelassen haben, warum wir hier sind. Hallo. Deine Strafakte. Aber du bist nicht behindert oder so, ne? Naja, du kennst ja die Regel. Wer nichts dazu sagt, ist ein Sextäter. Wow. Ey, hat richtig Spaß mit dir. Hey, Alter, guck dir die an. Ey! Ja, ist ungültig. Was? Kann nicht sein. Ist erst übermorgen gültig, nicht heute. Das ist jetzt Nordlichthumor, oder? Nö, nächster. Hören Sie, es hat sich kurzfristig ergeben, dass ich heute die Insel verlassen muss und nicht erst übermorgen. Ja, besorgen Sie ein gültiges Ticket, da vorne ist ein Automat. Es ist ja wirklich sehr beeindruckend, wie Sie hier verhindern, dass unsere Welt im Chaos versinkt. Aber in diesem Fall macht Ihr Engagement überhaupt keinen Sinn, denn es ist vollkommen unerheblich, ob dieses Ticket heute oder übermorgen entwertet wird. Verstehen Sie? Es ist völlig scheißegal. An Ihrer Stelle würde ich mich beeilen. Wenn ich mit der Schlange durch bin, legen wir ab.
Moment. Come on, bitte. Scheiße! Warte! Ah. Der Automat ist kaputt. Glaube ich kaum. Hören Sie zu, ich bin Nikolai Wagner, der Schriftsteller. Das ist im Notfall, ich muss ganz dringend von dieser Ecke weg. Ja, und ich bin Captain Blaubeer. In 2 Stunden geht die nächste allerdings. Stehe ich dann wieder hier. Scheiße! Ich melde mich dann. Ja. Hey, auf Fiete? Jo, ja und? Was wollten die von euch wissen? Er hat von einem Handy gelabert, was auf der Yacht gewesen ist und das gestohlen wurde. Wie, was für ein Handy? Keine Ahnung. Ich weiß nichts von dem Handy. Ja, laber doch nicht, Mann. Willst du uns verarschen? Ja, ich schwöre, Digga, keine Ahnung. Ich habe da gar nichts mitgenommen. Ja, als ob. Außerdem musste irgendjemand auch noch nach uns auf diesem Boot gewesen sein, weil irgendjemand hat ja dieses Video gemacht. Ja, dann kann das Video nur Wix für sich Herm aufgenommen haben. Ey, aber sag mir bitte nicht, dass ihr mich verpfiffen. Ey, Digga, die wissen, dass da noch 2 auf dem Schiff waren. Die haben Fußabdrücke. Hey, macht euch keine Sorgen wegen den Fußabdrücken. Ich habe schon andere Schuhe an. Ja, aber Digga, dann lass uns mal treffen und schauen, wie es weitergeht. Nee, ich gehe jetzt erstmal nach Hause. Wir quatschen morgen wegen Herrn. Wir besuchen die Missgeburt zu Hause und dann gibt's aufs Maul. Die USA verschärfen Kontrollen bei der Einreise. Anlass dafür ist das mysteriöse Taubenkrippe-Virus, das in Indien oder China seinen Ursprung zu haben scheint und sich inzwischen auch in Lateinamerika sehr schnell ausbreitet. Dort wurde inzwischen in allen betroffenen Staaten der Ausnahmezustand verhängt. Maßnahmen wie Kontaktverbote und Ausgangssperren, die sich in Asien erfolgreich zeigten, sollen so durchgesetzt werden. Während die Zahl der Vielleicht die beste Zeitung auf einer Insel zu die wohnen. Suche nach einem wirksamen Impfstoff gegen die Taubenkrippe bisher ohne Erfolg geblieben. Die Privatbank Rheiniger Lockerbie hat gegen das Urteil im deutschlandweit ersten US-Strafprozess. Alter, das stinkt voll nach Bahnhofsklo. Über die Schlafordnung haben wir uns viele Gedanken gemacht. Deshalb bleibt es auch so. Der Schlafsaal für die Jungs. Kommt jetzt. Und die Mädchen? Hier. Wow. Auf den Betten liegen Namensschilder. In sowas kann ich nicht schlafen. Das sind doch safe Bettwanzen. Überall Spinnen. Auch das noch. Die Plaudertasche. Hallo Lena, du. Ja, ich bin's. Ich habe ein kleines Problem. Ich bin ja auf der Insel. Ich muss hier sofort weg, aber ich habe kein gültiges Ticket und es gibt irgendein Problem mit meinem Bankkonto. Kannst du mir bitte schnell was überweisen? Was? Das ist jetzt bitte nicht dein Ernst. Ich will nicht wissen, was Sie über die Jahre mit mir verdient haben.
Nein, Lena, jetzt sag ich dir mal was. Es gibt auf diesem Planeten etliche Agenten, die mich mit Kusshand nehmen würden und die nicht so knausrig und knitterig und geizig und hallo. Kopfdurchmesser und Höhe des Oberschenkelknochens dürfte der Fötus schon ca. 10 oder 11 Wochen alt sein. Und das heißt? Dass ein Schwangerschaftsabbruch nicht mehr lange möglich ist. Das heißt also, der Kindesvater ist dir unbekannt. Entschuldigung, aber ich muss deine Antwort deutlich vernehmen. Ja, er ist unbekannt. Und wie viele Sexualpartner hattest du im betreffenden Zeitraum? Vielleicht 3 oder 4. Du hast also vor circa 3 Monaten mit 3 oder 4 Geschlechtspartnern ungeschützten Sexualverkehr gehabt. Ja. Also, obwohl ich wusste ja nicht, dass das ungeschützt ist. Ich habe halt, wie gesagt, einmal die Pille vergessen. Und alle diese Sexualpartner sind dir namentlich unbekannt? Ja. Waren One-Night-Stands. Nach Clubbesuchen. Evelyn, du bist minderjährig. Und deshalb liegt es an meinem Ermessen, ob du das verpflichtende Beratungsgespräch für deinen Schwangerschaftsabbruch alleine wahrnehmen darfst oder eben nicht. Das ist mein Körper, meine Verantwortung. Ich bin der Überzeugung, dass es besser ist, wenn dein Vater oder deine Mutter dich zu diesem Gespräch begleiten. Bitte schön. Alles verstanden? Ja, so viel war das noch Gut, nicht. dann gebe ich nachher die Listen runter und dann könnt ihr euch in die Arbeitsgruppen einteilen. Danke, Freier. Okay, dann noch was Allgemeines. Hört alle gut zu. Ich nehme mal an, euch ist bereits aufgefallen, dass es hier keine Gitter gibt. Ach was. Ihr könnt euch hier frei bewegen und wir schließen euch auch nicht ein. Aber was glaubt ihr? Wieso ist das so? Vielleicht, weil wir hier auf einer Insel sind und Abhauen eh keinen Sinn macht. Alter, an dieser scheiß Ruine will doch eh kein Schwein leben. Nein, das ist es nicht. Ich habe alle eure Akten. Das heißt, ich weiß, was ihr alle getan habt. Und da ist Schlimmes dabei. Sogar sehr Schlimmes. Aber ich weiß auch, was euch angetan wurde. Von euren Eltern, Stiefeltern, Mitschülern, Brüdern und Schwestern. Und auch das ist schlimm. Sogar extrem schlimm. Für die meisten von euch war es die Hölle. Sorry, das ist mir so rausgerutscht. Anton, nicht wahr? Was wolltest du uns damit sagen, Anton? Es ist hier so furchtbar. Ja, furchtbar langweilig. Weil ja klar ist, was jetzt kommt. Ah ja? Was kommt denn jetzt? Erzähl schon. Ich war damals genauso drauf wie ihr. Deswegen auch keine Gitter. Weil ich euch vertraue, ja? Damit ihr uns vertraut. Und bla bla bla. Das ist ein Psychopath. Ja, du hast recht. Ich war einmal so drauf wie ihr. Genau deshalb vertraue ich euch nicht. Keinem von euch. Genauso wenig, wie ihr mir vertraut. Wir sind uns ja fremd. Das ist der Punkt. Wer auch immer ihr da draußen seid, ihr habt hier eine Chance, das alles hinter euch zu lassen. Den Kreislauf zu durchbrechen. Ihr könnt jetzt 6 Monate jemand anders sein. Jemand, der nicht ständig in die Scheiße tritt. Stattdessen sollen wir hier besoffen vor Glück die Scheune renovieren, bis wir eines Tages genauso vom System gefickte Würstchen werden wie ihr. Ob glücklich oder nicht, das geht mich nichts an. Aber den Hof renovieren, das ist Teil des Programms. Was sollen wir denn machen? Blumen gießen oder was? Der Deal lautet, wer sich nicht an die Regeln hält, der fliegt aus dem Programm. Wer sich unerlaubt von Hof entfernt, der fliegt aus dem Programm. Wer Konflikte mit Gewalt löst, fliegt aus dem Programm. Wer mobbt, stiehlt oder uns irgendwie verarschen will, der fliegt aus dem Programm. Keine weitere Chance. Dann war es das. Wir schicken euch zurück. Habt ihr das verstanden? Ob euch das klar ist? Schön. Dann werden wir eine gute Zeit haben.
Bitte! Ja? Was bist du? Ja? Missgeburt? Was willst du denn hier? Hä? Ich sorge dafür, dass du mich nie wieder Missgeburt nennst. Wow. Ja. Und wie willst du das anstellen? Du Missgeburt? Hä? Ich denke, die ist krank. Was ist das denn für eine Lying Bitch? So, was genau willst du denn jetzt eigentlich von mir? Also erstens will ich, dass von jetzt an die Schikane aufhört. Ja, das ist Punkt 1. Ja. Ja, und Punkt 2? Ich will dir helfen, alle Spuren zu verwischen. Weil ich wette, dass mein Papa sonst spätestens morgen hier auf der Matte steht. Ich bin doch nicht dumm im Kopf. Ja, aber gut. Sonst noch was? Ja. Ich will das Telefon. Vom Boot. Mama, Papa? Mama, Papa? Ich freue mich, dass ihr alle die Zeit gefunden habt, mir hier heute zuzuhören. Ich würde einen solchen Plan nicht der ganzen Insel präsentieren wollen, ohne euch vorher auf meiner Seite zu wissen. Ganz besonders, da ich weiß, dass das nicht einfach wird. Es ist ein Vorhaben, das viele von euch kritisch sehen. Daher bitte ich euch, meiner Präsentation bis zum Ende zuzuhören, damit ihr seht, dass diesmal alles Hand und Fuß hat. Deine Mutter ist stinksauer. Ich weiß, Um es kurz zu machen, es gibt Hoffnung für das Kastell Östergard. Unfassbar. Das ist eine absolute Frechheit, uns hier einzuladen, nur um uns dann wieder mit eurer Ruine vor unserer Insel zu kommen. Schäm dich, Helena. Sven, bitte, setz dich. Nein, ich will nichts mehr hören. Sven, bitte. Nein, wir haben damals sehr viel Geld verloren. Kein Grund, dem jetzt noch mehr hinterher zu schmeißen. Sven hat recht. Eher bauen die in Berlin einen Flughafen, bevor ihr diese Ruine wieder zum Leben erweckt. Es stimmt schon. Meine Familie hat sich mit dem Projekt damals nicht mit Ruhm bekleckert. Aber dagegen steht unsere 200-jährige Geschichte als Grundpfeiler der Inselbürgerschaft. Ihr kennt uns als zuverlässige Partner bei unzähligen Unternehmungen. Ihr schätzt meinen Bruder als Bürgermeister. Halt mich da raus. Ich muss Wahlen gewinnen. Es wird endlich Zeit, den Schandfleck vor den Toren unseres schönen Slöborn zu beseitigen und nach all den Jahren seiner wahren Bestimmung zuzuführen. Ein Spitzenklasse-Hotel, ein Touristenmagnet. Aber Helena, das Ding ist doch hoffnungslos verrottet. Ich habe alle erforderlichen Gutachten eingeholt. Ein Architekturbüro eine detaillierte Planung durchführen lassen. Alle Genehmigungen erneuert. Sogar das Umweltschutzamt ist mit an Bord. Erik, du könntest den Bau stoppen. Richard, jetzt hört auf, die Idioten! Hier anwesend sind alle essentiellen Elemente, eine schlagkräftige Allianz zu bilden. Eine Allianz pro Kastell. Ich präsentiere euch eine Chance, euer verlorenes Geld zurückzugewinnen und darüber hinaus endlich den Profit zu machen, den mein Vater euch damals in Aussicht gestellt hat. Wann wollt ihr uns eigentlich mal sagen, was los ist?
Ihr spielt hier heile Welt, aber du und Mama, ihr habt seit Monaten nichts mehr zusammen gemacht. Ihr seid wie Fremde. Ich habe die Stelle in Berlin angenommen. Dann pendelst du jetzt, oder? Nein. Das Einzige, was ich mir von euch wünsche... Deine Mutter und ich, wir werden uns trennen. Wegen sowas trennt man sich doch nicht. Es ist ja nicht nur das. Wir können doch alle nach Berlin ziehen. Das wollten wir doch sowieso. Sieht das so aus, als ob deine Mutter irgendwo hinzieht? Wenn ich euch überzeugen kann, dann kann ich alle überzeugen. Übermorgen. Wann wolltest du uns das sagen? Euer Wir sind unterwegs, Kapital, oder was? Ob nun Cash oder Vielen Dank auch. als Beistellung. Gratuliere, du hast es geschafft! Teenager. Evelyn! Bist du wahnsinnig? Was ist denn passiert? So, jetzt nehme ich mir das Handy vor. Auf einer Pressekonferenz bezeichnete der zuständige Vizegeneraldirektor der WHO diesen Grippeausbruch als den schlimmsten bisher registrierten. 2 Monate später hat sie bisher unbekannte Ausmaße erreicht. Die Weltgesundheitsorganisation ist alarmiert. Ihr Blick geht nach Asien, wo die Zweimal Cuba Libre. Sehr schön. 9 Euro. Kannst du es bitte aufschreiben? Ich bin wohl etwas nervös. Gibt keinen Grund. Cheers. Cheers. Also, erzähl mir deine Geschichte. Damit du sie in einem deiner Bücher verwenden kannst. Genau. Also was macht eine so schöne und weltgewandte Frau wie du auf diesem schnöden Eiland?
Du bist der Dichter. Erzähl du, was bringt mich hierher? Enttäuschte Liebe? Klar, enttäuschte Liebe passt. Das heißt, du wohnst allein? Vielleicht. Wieso fragst du? Also ganz ehrlich, ich habe kein Hotelzimmer mehr gefunden. Ist kein Problem. Oh mein Gott. Das heißt, ich könnte bei dir... Ich nehme 150 die Stunde, Zimmer inklusive. Okay. Oder schneller Nummer ein Hoch für 50. Ein Missverständnis. Hey, ich finde dich einfach nur sympathisch und ich habe heute Nacht nicht zu pennen. Also ich dachte... Wolltest du mich umsonst ficken? So unromantisch hätte ich es jetzt nicht ausgedrückt, aber... Warte. Lass mich los. Ich habe einen kleinen Notstand und habt ihr nicht auch immer ein bisschen was für die Nase? Ich geb's dir wieder, versprochen. So, Abflug. Okay, meine Sachen. Sportfreund, raus. Ich hab mein Gepäck. Okay, ja, okay, ich hab's begriffen. Oh, Mann. Ey, mein Scheiß. Hast du deinen Scheiß? War ja klar. Dann gehen die Cuba Libre wohl aufs Haus. Arschloch. Danke für den beschissensten Cuba Libre meines Lebens. Wann rauchst du? Deine Eltern? Shit, du bist echt so ein Vertrauenslehrer. Mein Vater zieht bei uns aus. Scheiße. Es tut mir leid. Er hat doch recht. Das ist scheiße hier. Ich will auch nur noch weg. Dauert nicht mal lang, dann kannst du weg. Kannst du die ganze Welt erobern. Als nächstes wirst du mich verlassen. Glaub mir, wenn ich das könnte, hätte ich längst getan. Lass uns zusammen abhauen. Noch heute Nacht. Du weißt, dass das keine Zukunft hat. Du würdest es schnell bereuen. Scheiße, warum bin ich nicht einfach schon 18? Könnte mir keiner was sagen. Nee, komm her. Ich bin derjenige, der 10 Jahre zu früh geboren ist. Du bist perfekt. So wie du bist. Komm, lass reingehen. Du fängst hier noch was. Inzwischen hat das Robert-Koch-Institut auch in Deutschland alle Arztpraxen und Krankenhäuser über die Influenza Columbidae, die im Volksmund Darmbark oder Taubgrippe genannt wird, informiert. Fiete, wach auf. Fiete. Ich hab's geknackt. Ich denke, dass vor allem an Flughäfen Schau mal, da sind total viele Videos drauf. Da wird man dann nach auffälligen Passagieren ausschalten. Wobei, es wird ja Zeit, über eine Ausweitung des generellen Einreiseverbots auch auf Nachbarstaaten der betroffenen Länder nachzudenken. Schließlich arbeiten Leber und Nieren nicht mehr. Das sogenannte virale hämorrhagische Fieber führt zum inneren Verbluten. Mediziner weltweit arbeiten mit Hochdruck an Methoden, diesen Krankheitsverlauf zu stoppen. Bisher erfolglos.
Wegen der vergleichsweise geringen Zahl Betroffener in westlichen Industrieländern sehen Pharmaunternehmen bisher keinen lukrativen Markt, für die sich teure Forschung bezahlt machen könnte. Bisher sind im zuerst betroffenen Gebiet in Ostindien 1765 Fälle registriert worden, von denen 1200 bereits einen tödlichen Verlauf nahmen. In den 3 südamerikanischen Gebieten sind die Zahlen etwa doppelt so hoch. Bei einem solchen Virus ist das Gefährlichste die Latenzzeit. Viele Infizierte sind dann bereits höchst ansteckend. Und die laufen dann rum und stecken andere an? Genau. Es sind natürliche Massenvernichtungswaffen und der Mensch ist ihr unfreiwilliger Helfer. So, your mother's getting worse. For about an hour, it's getting worse. Rachel! Yes? Honey! Honey, what's going on? Rachel! Rachel! Come on! Darling, please, listen, we'll head to Europe and everything will be okay. Come on, down on the floor. Come.